Immer wieder sprechen uns Mandanten auf das italienische Flat-Tax-Regime an, wo man also in Italien lebt, 100.000 Euro Pauschalsteuer bezahlt und damit sämtliche Steuern auf ausländische Einkünfte abgegolten sind. Wir haben dazu ja schon mehrere Videos veröffentlicht. Heute will ich aber nochmal ein paar neue Aspekte nennen, Vorteile und Nachteile dieses Sonderstatus nochmal zusammenfassen. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja der britische Non-Dom-Status abgeschafft wurde, interessieren sich momentan mal wieder recht viele Mandanten für das italienische Flat-Tax-Regime. Um was handelt es sich dabei? Nun, du kannst nach Italien umziehen und dort für 15 Jahre einen sogenannten Non-Dom-Status nutzen. Du bezahlst 100.000 Euro Pauschalsteuer im Jahr. Damit sind dann sämtliche Steuern auf ausländische Einkünfte abgegolten. Anders als zum Beispiel in UK kannst du aber deine ausländischen Einkünfte nach Italien auszahlen und dort ausgeben. Ich würde sogar sagen, du bist ermutigt, deine Einkünfte dort auszugeben und hast somit eigentlich eine wunderbare Regelung, so wie es scheint. Es ist daher eigentlich recht verwunderlich, warum bisher nicht mehr Steuerzahler dieses italienische Flat-Tax-Regime verwendet haben. Wir hatten zu dem Thema ein Interview mit einem italienischen Steuerberater, Herrn Dr. Gasser, vor ungefähr 2 Jahren geführt. Zu diesem Zeitpunkt gab es ungefähr nur 500 Nutzer dieses Flat-Tax-Regimes und auch schon diesem Zeitpunkt gab es das Ganze schon für etliche Jahre. Nur zum Vergleich, also im UK sprechen wir von Zehntausenden von Non-Dom-Steuerzahlern, fast 100.000. Ja. Also 500 sind natürlich eine sehr kleine Anzahl. Und was wir jetzt auch gleich mal noch machen werden, ist uns damit zu beschäftigen, warum es möglicherweise nur so wenige sind. Wobei, wie gesagt, neuere Statistiken liegen mir nicht vor. Vielleicht ist das Ganze jetzt extrem in den letzten Jahren in die Höhe gegangen. Flat-Tax-Regime sind im Prinzip nichts Neues. Wir kennen das Ganze ja vor allen Dingen aus der Schweiz im deutschsprachigen Raum. Dort gibt es auch eine sogenannte Pauschalversteuerung, jedenfalls noch in vielen Kantonen. Dort zahlt man dann sensationell günstige Steuern. Allerdings sind die Auflagen in der Schweiz relativ hoch. Man muss ein sehr beträchtliches Vermögen haben und dann auch die Pauschalsteuer, die man bezahlt, ist vielfach sehr viel höher als diese 100.000 Euro, die in Italien fällig werden. Das Ganze hat eine wesentliche Einschränkung. In den ersten 5 Jahren darfst du keine sogenannte qualifizierte Beteiligung verkaufen. Das heißt, jede Beteiligung ab 1% an einem Unternehmen gilt als qualifizierte Beteiligung und muss damit dann zu den üblichen Kapitalertragssteuern in Italien versteuert werden. Sie kann nicht über den Sonderstatus vereinnahmt werden, wenigstens nicht in den ersten 5 Jahren. Damit soll vermutlich verhindert werden, dass jemand nach Italien zieht und sofort sein Unternehmen verkauft und dann wieder das Land verlässt. Ein sehr bekannter Nutzer dieses Schemes war Cristiano Ronaldo, der portugiesische Fußballspieler. Als er für Mailand spielte, nutzte er diesen steuerlichen Status. In seinem Fall hat es natürlich sehr viel Sinn gemacht. Das heißt, die Einnahmen, die er als Gehalt sozusagen erhielt vom Verein, musste er ganz normal in Italien versteuern. Aber jene Lizenzeinnahmen, jede Werbeeinnahmen, die er offshore erzielte, zum Beispiel von Nike oder anderen großen Marken, das ging ja bei ihm in die Millionen, waren dann komplett steuerfrei. Beziehungsweise nicht steuerfrei, er musste eben diese 100.000 Euro Pauschalsteuer in Italien bezahlen. Am Beispiel Cristiano Ronaldos erkennst du bereits das Prinzip dieser steuerlichen Regelung. Also sämtliche italienischen Einkünfte müssen in Italien versteuert werden. Nur die Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Das Non-Dom-Regime ist damit nicht zu verwechseln mit anderen italienischen Vorteilsmodellen, insbesondere das sogenannte Impatriati-Regime, das sich vor allen Dingen an Freiberufler und Gewerbetreibende richtet. Diese können hier ab 2024 wenigstens 50% ihrer Einnahmen, die in Italien erwirtschaftet werden, steuerfrei vereinnahmen und zahlen italienische Steuern und Sozialabgaben nur auf die verbleibenden 50%. Früher übrigens waren das viel mehr, da waren es 70% steuerfrei oder sogar 90% steuerfrei, wenn du im Süden Italiens gearbeitet hast.
Das gibt es ab 2024 nicht mehr. Jetzt hast du also nur noch eine steuerliche Erleichterung von 50%. 50% der Einnahmen sind steuerfrei, 50% musst du versteuern, dann gibt es noch einige andere Auflagen. Man muss einen Universitätsabschluss haben und so weiter und so fort. Das Ganze gilt auch nur für 5 Jahre. Der Non-Dom-Status dagegen regelt, dass du für 15 Jahre 100.000 Euro Pauschalsteuer auf sämtliche ausländischen Einkünfte bezahlst, wobei das Einkünfte, wie gesagt, sind, die keinen Bezug zu Italien haben. Also keine Ausschüttung einer italienischen Gesellschaft, keine Einnahmen aus einer italienischen Betriebsstätte und so weiter und so fort. Das heißt, in Italien selbst darfst du nicht tätig sein. Jene Einkünfte, für die du in Italien tätig bist, müsstest du ganz normal steuerlich in Italien veranlagt werden. Während der Impatriati-Status damit für Kapitalerträge, Kryptoeinkünfte und sowas nicht geeignet ist, ist der Non-Dom-Status natürlich für solche Einkünfte gerade geeignet. Der Impatriati-Status dagegen ist für Einkünfte aus einer italienischen Betriebsstätte geeignet, der Non-Dom-Status gerade nicht. Und damit wird natürlich auch die ganze Krux dieses Non-Dom-Status auch schon deutlich. Wenn du also nicht mindestens 1 Million verdienst, meiner Meinung nach, dann lohnt sich das Ganze nicht. Denn wie gesagt, ansonsten lägst du ja schon mit einer Steuer wieder im prozentual relativ hohen Bereich. Ja. Wenn du 1 Million an Auslandseinkünften hast und dann zahlst du diese 100.000 Steuer, dann hast du also 10% an Steuern bezahlt. Hast du jetzt nur 500.000, dann wären das Ganze schon 20%. Ein weiterer großer Nachteil ist, dass du natürlich hier keine ausländischen Steuern mit dieser Pauschalsteuer verrechnen kannst. Und das ist ja ein weiteres riesiges Problem. Sagen wir mal, du bist jetzt ein deutscher Unternehmer, du ziehst nach Italien um, bekommst Gewinnausschüttungen aus deiner deutschen GmbH, dann werden die ja in Deutschland mit Quellensteuer belegt. Und normalerweise, wenn du im Ausland lebst, dann kannst du diese in Deutschland erhobene Quellensteuer, die bis zu 25% beträgt, dann mit der lokal bezahlten Kapitalertragssteuer verrechnen. Spielt also im Grunde keine Rolle, dass es eine Quellensteuer gibt. Ja? Beispiel, du wohnst in Deutschland, hast amerikanische Aktien, dort wird Quellensteuer einbehalten von 15% bei einer Dividendenausschüttung. Das verrechnest du in Deutschland mit der Abgeltungssteuer und das war's. Du merkst eigentlich die amerikanische Steuer gar nicht. Das ist in Italien anders. Du lebst in Italien mit dem Non-Dom-Regime. In Deutschland wird der Quellensteuer bei Dividenden deiner GmbH abgezogen und du musst dann nochmal die 100.000 in Italien bezahlen. In der Schweiz ist es noch schlimmer. Die Schweiz erhebt ja eine Quellensteuer in Höhe von 35%. Das heißt, du musst also diese Quellensteuer bezahlen in Höhe von 35% und musst dann nochmal die 100.000 aus Italien obendrauf zahlen. Das heißt, für viele deutsche Unternehmer ist dieser Status eigentlich nicht so ohne weiteres zu verwenden. Natürlich, wenn du jetzt schon seit zig Jahren im Ausland wohnst, vielleicht in Dubai wohnst oder sonst irgendwo anders, dir dort eine Holdingstruktur aufgebaut hast und dann nach Italien umziehst und du quellensteuerfrei Dividenden aus Dubai oder einem anderen Staat bekommst, dann kann das eine feine Sache sein. Genauso macht es ja Cristiano Ronaldo. Ja? Er wird irgendwann eine Offshore-Gesellschaft haben, Hongkong, Singapur, Channel Islands, was weiß ich wo. Die schüttet ihm steuerfreie Dividende aus. Das heißt, es gibt keine Körperschaftssteuer, keine Quellensteuer und dann zahlt er insgesamt darauf 100.000 Euro dann Steuern in Italien. Ja? Das funktioniert. Aber vielfach haben ja deutsche Unternehmer zum Beispiel, die jetzt Deutschland gerade verlassen, gar nicht eine solche Struktur. Und dann kommen ja noch die steuerlichen Gräueltaten hinzu, mit denen man als Deutscher rechnen muss, wenn du Deutschland verlässt. Für 10 Jahre unterliegst du ja noch der sogenannten erweitert beschränkten Steuerpflicht, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst. Italien wäre natürlich in diesem Zusammenhang dann als Niedrigsteuerland zu betrachten. Das heißt, wenn du dann irgendwelche Offshore-Gesellschaften zum Beispiel hast, wo du sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte erzielst, das heißt also Offshore-Gesellschaften, die tatsächlich jetzt kein Büro haben, kein Geschäftsführer haben, keine Angestellten haben, dann sind sämtliche Einkünfte, die darüber generiert werden, noch in Deutschland zu versteuern. Und dann müsstest du nochmal die 100.000 Italien oben drauflegen. Ja? Also wie sich dieser Status dann tatsächlich einsetzen lässt, außer du bist in einer Situation wie Cristiano Ronaldo, das heißt, du bist kein deutscher Staatsbürger zum Beispiel, du hast ausländische Einkünfte aus Offshore-Gesellschaften oder du bist deutscher Staatsbürger, bist schon seit 10 Jahren aus Deutschland weg. Das sind natürlich dann interessante Fragen. Ein funktionierendes Modell wäre natürlich, wenn du jetzt einen Ehepartner, eine Ehepartnerin hast,
die jetzt keine deutsche Staatsbürgerin ist, ja, dann kannst du möglicherweise viel einfacher etwas strukturieren, denn die erweitert beschränkte Steuerpflicht, die ich gerade eben genannt habe, betrifft ja nur deutsche Staatsbürger. Hast du jetzt eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner, der nicht aus Deutschland stammt, der keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, auch keine doppelte Staatsbürgerschaft, wo die deutsche eine davon ist übrigens, dann lässt sich vielleicht so etwas strukturieren. Ganz davon abgesehen ist natürlich die Frage, wie viel Zeit du wirklich in Italien verbringen willst. Ich meine, Italien ist ein wunderschönes Land, aber willst du wirklich da den Großteil des Jahres verbringen, möglicherweise mehr als 183 Tage? Es ist ja relativ einfach, in Italien ein Haus zu kaufen und dort viel Zeit zu verbringen. Sagen wir zum Beispiel mal den Frühling und den Herbst. Ja. Der Sommer ist vielleicht dir viel zu heiß in Italien und der Winter in der Mittelmeerregion ist ja auch gräuslich. Ja. Also das heißt, vielleicht verbringst du den Frühling da und den Herbst und den Rest der Zeit irgendwo anders. Dann brauchst du dich möglicherweise überhaupt nicht dort steuerlich zu registrieren und kannst vielleicht irgendwo ein steuerattraktives Domizil haben, ohne diese 100.000 Pauschalsteuer zahlen zu müssen. Auch der UK hatte ja zur Zeit des Non-Dom-Regimes eine Pauschalsteuer in verschiedenen Stufen. Dort ging es zunächst mal aber mit 30.000 Pfund los. Ja? Und dort konntest du also hier praktisch jedes Jahr wechseln, wenn du wolltest. Also, mal angenommen, du hast ein gutes Jahr, dann konntest du den Status nutzen. Dann hattest du ein weniger gutes Jahr, dann musstest du ihn nicht nutzen und auch die Pauschalsteuer nicht bezahlen, die übrigens dann auf 50.000 Pfund hochgegangen ist. Das geht in Italien leider nicht. Ja? Du kannst zwar aus dem Status aussteigen, aber ihn dann wieder zu verwenden, ist möglicherweise schwierig. Vor allen Dingen konntest du eben in England erstmal 7 Jahre wohnen, ohne eine Pauschalsteuer zu bezahlen. Das heißt, du konntest dich erstmal dort einleben, du konntest erstmal eigentlich die Entscheidung treffen, dass das richtige Land ist für dich und deine Familie und musstest nicht sofort hier dann 100.000 im Jahr blechen oder sowas, ja. Das sind alles Gründe, warum ich mir vorstellen kann, dass der Status in Italien zwar attraktiv ist, aber dass viele zögern, bevor sie tatsächlich hier dann den Status in Anspruch nehmen wollen. Ja. Wie gesagt, ich kann mich täuschen, vielleicht gibt es mittlerweile andere Statistiken und es gibt Zehntausende Non-Dom-Steuerzahler in Italien, aber ich bezweifle es. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Italien ist natürlich ein schönes Land, aber dennoch kommt dieser Non-Dom-Status in Italien natürlich mit einigen Handicaps, die vor allen Dingen für deutschsprachige Unternehmer nicht so ohne weiteres überwunden werden können. Daher schaut man sich vielleicht besser nach anderen Optionen um, auch wenn man natürlich sehr viel Zeit in Italien verbringen kann, wenn es einem dort gefällt. Als EU-Bürger oder Schweizer gilt das ja sowieso. Wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, ins Ausland umzuziehen, deine steuerliche Situation zu optimieren, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.